voll langsam vorwärts. Nein! Hör auf! Der ist eigentlich noch viel zu sauber, oder? Was sagst du, Schipki? Junge, hab ich Bock. Heute wird ein richtig krasser Tag, denn wir werden die Werksauslieferung mit einer G-Klasse erleben. Ihr werdet jetzt gleich sehen, warum ich so geflasht bin, warum ich so Bock habe. Wir haben diesen wunderschönen Ort in so einen leicht milchigen Nebelton reingetüncht. So. Wir sind im G-Klasse-Himmel. Soll ich zeigen, was ich sehe? Junge, das ist so krass. Also komm her, ich drehe dich einmal um, ja? Also ich habe mal grob durchgezählt, es sind um die 25 G-Klassen. Hier ist eigentlich G-Class Parking Only, G-Class Experience Center in der Nähe von Graz. Hier ist es tatsächlich so, dass du hier deine G-Klasse abholen kannst. Neuerdings, das gab es früher nicht. Jetzt kannst du hier deine G-Klasse abholen und ich finde es mega. Wir werden das heute einmal quasi durchlaufen, was man da alles erlebt, was man alles geboten bekommt. Das Ganze werde ich natürlich wie immer nicht alleine machen, sondern es wird sich um mich gekümmert. Es ist ein alter Freund mittlerweile, muss ich sagen, der Peter, und der wird uns hier komplett durchführen und uns zeigen, was es hier alles ist. Alter Peter, wie viele Autos hast du denn hier einfach hingestellt für mich? Grüß dich, Matthias. Moin. Herzlich willkommen bei uns im G-Class Experience Center. Danke, es fühlt sich schon sehr, sehr willkommen an. Ist das jetzt ganz wirklich Real Talk? Ist das immer so, dass hier so viele G-Klassen stehen? Das ist immer so. Wir haben hier fast täglich Veranstaltungen. Ja? Und dementsprechend ist der Aufbau, ja. Okay, wie komme ich hier hin? Was muss ich machen? Also es gibt grundsätzlich 3 Möglichkeiten. Zum einen, du kannst einfach auf unsere Webseite gehen und egal, ob du eine G-Klasse hast oder nicht, kannst du hier einen Tag im G-Class Experience Center buchen. Ich kann, ohne eine G-Klasse zu besitzen, selber hier mit so einem Ofen durch die Gegend fahren, hier überall? Genau. Also selber ist relativ unter Anleitung. Ja? Aber du darfst fahren. Du fährst Du selber. darfst Du setzt fahren, dich du auf musst- den Fahrersitz ja. und du darfst den ganzen Tag G-Klasse fahren. So ist es, ja. Das ist ja ein mega Geschenk, ne? Also ich Absolut. meine, wenn du sagst, hör mal, Ja. ich schenke dir einen Tag G-Klasse. So ist es. Boah. So, die zweite Möglichkeit ist, der Händler schenkt es dir. Das heißt, es gibt viele Mercedes-Händler, die buchen gerade den ganzen Tag. Und die dritte Möglichkeit, und das ist natürlich die allerbeste, das ist die Werksabholung, die wir jetzt neu im Angebot haben, weil am Ende der Veranstaltung fährst du mit deiner eigenen G-Klasse nach Hause. Und ich glaube, besser geht's nicht. Genau, und genau so machen wir das heute nämlich auch. Und damit du das erlebst, würde ich vorschlagen, wir gehen einfach mal rein hier in unsere G-Base. Ich weiß gar nicht, ob ich da rein will, weil hier draußen stehen so viele schöne G-Klassen und hier ist so viel Platz, um mit G-Klassen zu fahren, dass ich eigentlich gerne draußen bleiben würde, ehrlich gesagt. Aber wir gehen wieder raus danach. Wir gehen definitiv Alles wieder klar. raus und auch noch ins Gelände. Sehr gut. Boah, das ist nicht dein Ernst. Der große Bernstein Cube von der Weltpremiere in Detroit. Das ist krass. Das Ding habe ich noch nie gesehen, ne? Alter, das ist richtig. Ist das ein echter G da drin? Das ist ein echter G von 1979, den wir restauriert haben, bevor er Nicht dann dein da Ernst? eingegossen wurde. Wir wollten die DNA der G-Klasse sichern für alle Ewigkeit Ist das geil. und haben den in roundabout 45 Tonnen Kunstharz eingegossen. Ich habe das natürlich auf Fotos gesehen, auf Videos und so, ne? Aber in echt ist das wirklich ein Erlebnis, das zu sehen. Hier, den kennst du auch, mit dem waren wir in Schweden im Wald. Genau. Du erinnerst dich? Aber mit dem, Mit dem. das ist ja mega geil. Mit dem waren wir im Wald und Kupfer-Orange Magno. Ja, Eine von vielen Farben, die wir auf der G-Klasse haben. da stand ich schon auf dem Dach. Das stimmt. Ja. Und wenn dich Farben insgesamt interessieren, wir haben Ja. auch noch die Manufakturecke für die G-Klasse. Ja, ey, lass mal bitte meine nächste G-Klasse konfigurieren eben. Gerne. Dann gehen wir rüber. Das heißt, ich kann hier auch herkommen, um meine G-Klasse zu konfigurieren. Ich kann nicht nur herkommen, wenn ich sie abhole, sondern ich kann hier auch zum Konfigurieren herkommen. So ist es. Du kannst, wie eben gesagt, du kannst entweder das alleine buchen, Ja. kommst alleine hin, Ja. oder mit deinem Händler. Hier hat man die Möglichkeit, alle 40 Farben auf einer relativ großen Fläche zu sehen. Natürlich draußen auf den Fahrzeugen auch, aber hier erstmal idealtypisch aufgebaut. Aber das ist ja krass, mit Sitzen, Lacke Genau. und Leder.
Exakt. Das ist schon, wenn man das in Real sieht, ist das einfach viel, viel geiler. Und du hast halt wirklich eine Idee von dem Lack, weil du kannst hier rumlaufen, die Scheinwerfer scheinen da drauf und du kannst dir das angucken, wie sieht das aus der Blickrichtung aus, wie sieht das hier aus, Magno-Lacke, glänzend. Und wie funktioniert das dann mit der Werksauslieferung? Da habe ich eine Expertin mitgebracht, Okay. die kennt sich da bestens aus, das ist die Uta. Ja. Und die kann dir sämtliche Fragen dazu beantworten. Hallo Hallo, Uta, Matthias. grüß dich. Hi. Talk mich einmal durch. Ich habe mein Auto bestellt, Genau, es ist am Bandende. genau. Das ist ein sehr magischer Moment, finde ich. Wann ruft mich der Händler an und sagt dann, Matthias, dein Auto ist fertig? Der meldet sich einen Monat davor, bevor du es abholst. Dann kommst du in Graz an und dann geht's zum Abendessen, zu unserem G-Klasse Abendessen. Okay. Direkt danach übernachtest du im Hotel. Ist das so ein sehr schönes Hotel oder ist eher so... Ja, ist schon ein sehr schönes Hotel. Sehr, absolut. sehr schön? Ja, schon. Schon Okay, sehr es ist nobel. sehr, sehr schön, das Hotel. Am nächsten Morgen wirst du dann abgeholt mit unseren Shuttles Ja. und genau hierher ans G-Class Experience Center gebracht. Okay. Da wartet dich dann dein persönlicher Instruktor. Und der hat meine G-Klasse dann? Genau. Der Der hat die sie dabei. dabei, so Sehe ich die dann auch direkt am Morgen? Nein, nein. Die siehst du ganz am Ende erst. Es wird so ein bisschen Spannung aufgebaut über den ist Tag. Es. So ist es, Ja. genau. Und danach wirst du begrüßt von deinem Instruktor, kriegst schon so eine kleine Technikeinführung und dann geht es direkt zur Magna Werksführung. Werksführung erstmal. Genau. Das ist wirklich auch ein Erlebnis, das Werk zu sehen, wie da wirklich an G-Klassen gearbeitet wird. Das ist einfach sensationell, auch das zu sehen. Also die ganzen G-Klassen Ja. da in der Reihe ist sensationell. Ja. Genau, es geht dann wieder zurück. Ja. Und bevor dann das Highlight der Fahrzeugübergabe stattfindet, gibt es dann das Fahrerlebnis, 3 Stunden lang. Aber nicht mit meiner G-Klasse, sondern mit einer von euch. Mit einer von uns, ja. Wäre ja Sehr schade. gut. Schade, wäre schade drum, wenn meine G-Klasse direkt eingesaut wird. So Ja, ist es. mega. Okay, dann würde ich sagen, dann fahren wir jetzt mal, oder? Ja, gern. Bitte. Servus, der Matthias. Servus, Shifty. Grüß dich. Shifty. So ist es. Ich habe gehört, du möchtest ein bisschen G-Klasse fahren. Ja, erstmal vielen Dank, Uta. Sehr gern. Danke, das ist schön bei euch hier. Ja, das hoffe ich stark. Okay, Hopp, jetzt fahren wir. Jetzt fahren wir mal, oder? Okay, Vintage Blau G400 Diesel. absolute Traumfarbe. Ja. Man sieht hier schon, wie heftig dieses Fahrzeug rangenommen wird. Einmal wirklich die Felge angucken, ne? Und noch viel krasser ist der Reifen. Ja, wo gehobelt wird, fallen Späne. Okay, wir machen jetzt 3 Stunden Fahrprogramm. So circa, ja. Mega. Geil. Darf ich direkt fahren oder? Na klar, natürlich. Ja? Einsteigen bitte. So ist es. Let's go. Ich bin ready. Wir Müssen schauen. wir jetzt schon was einschalten? Low Range sehen wir, ist schon drinnen. Ja. Das habe ich dir schon eingelegt. Dann fahren wir da mal runter. Da runter. Genau, da am 6x6 vorbei runter. Und wenn wir dann auf dem unbefestigten Untergrund sind, können wir schon mal die erste Sperre aktivieren, also die Mittelsperre. Jawohl. So, jetzt haben wir gesperrt Vorder- und Hinterachse. Also das, was hier durchgeht. Ganz genau. Die vordere und die hintere Achse drehen jetzt gleich schnell. Genau, 50% nach vorne, 50% nach hinten, aber noch keine Quersperren. Die werden wir verwenden, wenn wir sie brauchen. So, jetzt fährst du weiter und dann werden wir diese erste Betonauffahrt links von uns, wenn wir jetzt in Angriff nehmen, das sind 80% bergauf. Da vielleicht jetzt noch zur Einführung, wir haben ja Jahreszeit technisch aktuell schon quasi Winter Ja. und wir haben eine leichte Eisschicht da drauf. Das heißt, 100%ig garantieren, dass wir da rauffahren, kann ich jetzt nicht. Wir werden es aber probieren. Das sieht aus wie eine Wand. Und da willst du mit mir hochfahren, obwohl das da leicht vereist ist, oder was? Genau so machen wir das. Wir werden das jetzt einmal probieren und dann schauen wir einfach einmal. Jetzt nimmst du mir bitte Sperre Nummer 2 und Sperre Nummer 3 und dann machen wir es dir jetzt besonders schwer. Jetzt versuchen wir die Mittelspur. Die ist nämlich schon relativ stark benutzt und wie du siehst auch relativ stark verschmutzt. Genau. Und jetzt fährst du mal in die Mitte rein und dann fährst du mal langsam rauf. Jetzt merkst du auch schon, wie die Sperren durchgraben. Ja, geil. So, und jetzt schauen wir mal, ob uns das gelingt. Also einfach mittig hoch. Fahr mal mittig hoch, das ist jetzt natürlich die anspruchsvollste Spur. So, Kollege. Erster Gang Vollgas. Nee, ganz entspannt, fahr mal rauf. Jawohl. Und wir merken, jetzt bremst mal, geh auf die Bremse und bleib auf der Bremse. Nee, Digga. Jetzt ist es leider sogar ausgegangen. Alter. Müssen wir neu starten. Alter Schwede. Macht nichts, alles gut. Weißt du eigentlich, wie steil das ist? Voll. Jetzt sind wir im Rückwärtsgang rein. Jawohl. Und jetzt lass die Bremse los. Einfach loslassen. Einfach loslassen. Keine Sorge. Alter, ist das krass.
Also, Wir haben Qualme die Spuren hinterlassen. Wir haben So schwarze ist es. Reifenspuren. so ist es. Na also. Wir fahren jetzt etwas nach rechts. Ja. Genau, vorher nimm ruhig ein bisschen Anlauf. Genau. Und aber wir bleiben im ersten Gang, oder was? Nee, wir nehmen den zweiten jetzt. In dem zweiten, ja. Genau, dann nehmen wir das da, so passt. Dann einen Gang hoch. Jawohl, und jetzt fahrst du ein bisschen nach rechts und dann fahr schon einmal zügig rauf, okay? Let's go. Jawohl, genau, und jetzt bleibt offen. Ist das krass, Alter. Wow! Yes! Alter, ist das Sehr gut. ein verdammtes Monster, das Ding. Fahr da mal rein, da zwischen diese Holzpfosten, genau, und da geht es jetzt für uns runter. Ja. Jetzt schaltest du mir bitte einen Gang zurück auf den ersten Gang, Ja. genau, und jetzt löst du die Bremse und rollst da rein. Das wird jetzt etwas steiler werden. Wow, ist das steil. Wie viel Grad sind das? Das sind jetzt 80%, also knapp 39 Grad. Ganz kurz, ich habe sowas ja schon öfter mal gemacht, ne, mit den diversesten Autos. Aber es ist halt einfach jedes Mal, wenn du sowas machst, jedes Mal, wenn du ein Auto im Offroad-Gelände ans Limit bringst, und ist das einfach so ein geiles Gefühl, das macht so einen Bock und du fühlst dein Auto so krass. Absolut. Und vor allem eben selbst hinterm Steuer. Das Genau. ist ja das Besondere. Ja, nicht irgendein Instruktor hier so ist dahergelaufen. es. Ja, genau. Das kann ja jeder kommen. Jetzt wird es spannend. Und da muss ich sagen, die Garantie, dass wir da jetzt hochkommen, kann ich da nicht geben. Das ist jetzt kein Shit-Talk, aber das haben wir tatsächlich bei den Bedingungen so noch nie wirklich gemacht. Wo fahren wir denn jetzt überhaupt hoch? Ja, die Felsen. Die Felsen fahren wir jetzt hoch. So ist es. Und wir wissen nicht, ob wir da hochkommen, So weil ist es. es sein kann, dass es noch ein bisschen eisig Ist, schlammig ist und wir einfach den Vorteil haben, dass wir 2,6 Tonnen darauf bringen müssen. Und da kommt jetzt noch eine kurze Einführung. Und zwar, wir werden alle 3 Sperren verwenden. Ja. Und das Wichtige ist jetzt, wir fahren unten langsam rein, sonst wird es mit der Frontstoßstange etwas knapp. Aber Ja. danach versuchen wir Schwung aufzubauen, Momentum aufzubauen Ja. und das zu halten. Also du willst, dass ich da relativ schnell hochfahre. Genau. Und zwar, und das ist eigentlich die Krux an der Sache, einfach Vollgas geben, wird da jetzt nicht funktionieren, weil dann werden die Räder einfach durchdrehen und wir werden einfach Schlupf haben. Stell dir vor, du musst mit einem AMG Black Series ohne Traktionskontrolle eine richtig gute 0-100 Zeit fahren. Alles klar. Mein rechter Fuß ist quasi So Traktionskontrolle. ist es. Und versuch in der Mitte zu bleiben. Wir werden zwischendurch auch wahrscheinlich mit allen Vieren in der Luft sein. Was? So schnell soll ich da hochfahren? Ja, so schnell. Also das sind so wilde Hügel. Da sind auch bei 10 km/h schon mal die Räder in der Luft. Let's go. Und gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Jawohl, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Genau, Boah, ja genau, das ist gib krass. Gas. Genau, halten, halten, Alter halten. Schwede. Halten, halten, Alter halten, Schwede. halten, 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 halten. Jawohl, jawohl. Komm, Baby, komm. Schaffst du. Ah, nee, schafft er nicht. Gehen Rückwärtsgang rein Ja? und jetzt auf der Bremse zurücktasten. Das ist das absolute Worst-Case-Szenario, weil wenn Alles wir gut. jetzt ohne ABS Ja. blockierende Räder haben, dann fangen wir an quer zu kommen und dann haken wir uns so dermaßen in die Felgen ein. Jetzt weißt du auch, warum die Felgen so aussehen. Genau, und dann einfach auf der Bremse zurücktasten. Aber wir fahren jetzt so slow, wie es nur irgendwie geht, ne? Ja, das passt schon. Also das haut schon hin. Wie gesagt, wenn wir da wenig Geschwindigkeit haben, dann haut das eh hin. Rollen wir jetzt oder rutschen wir jetzt? Wir rollen jetzt noch. Also wir haben eigentlich Traktion. Jetzt Nichts rutschen nicht wir mehr. zum Beispiel. Genau, aber jetzt sind wir wieder da, wo wir hinwollen. Dir ist das einfach komplett egal, ne? Ja, ich habe das ein oder andere Mal schon gemacht. Also von dem her Witzig. bin da relativ Sehr, relaxed. sehr witzig, Shifty. So, Matthias. Aber das geht jetzt tatsächlich entspannt. das geht jetzt relativ entspannt. Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt, das Rückwärtsfahren jetzt. Weil das wirklich, jetzt rutschen wir wieder. Genau. Ach, und jetzt haben wir uns wieder irgendwo in so einen Ja, Stein so- reingehakt und genau jetzt so stehen ist wir es. wieder. Das So ist ist es. ein kurzer Moment zum Durchatmen, weil das wirklich, das ist das Worst-Case-Szenario, wenn du hier anfängst zu rutschen und halt nicht mehr aufhörst zu rutschen. So ist es. Ist das schon mal irgendjemandem passiert hier? Du hast da den Vorteil, dass wir so grobe Felskanten haben, dass du eigentlich immer irgendein Rad hast, das sich einhakt und das im Endeffekt das Fahrzeug stoppt. Also im echten Offroad, also jetzt nicht im Experience Center, kann das durchaus passieren. Deswegen ist das immer doch eine eigene Wissenschaft, was man probiert und was man eben sagt, nee, das lasse ich jetzt lieber. Also du siehst, manchmal im Gelände ist die physikalische Grenze einfach auch für ein G erreicht. Das sind ganz glitschige Steine, Genau. die sind so richtig speckig, natürlich So auch ist es. vom dauernden Drüberfahren wahrscheinlich. Genau. Und wenn du da jetzt mit den Füßen rumlaufen würdest, mit deinen Schuhen, würdest du sich auch lang machen. Ich glaube, dass du da zu Fuß noch drauf kommst. Mit allen Vieren. Mit allen Vieren wird es gehen. Aber ehrlich gesagt gar keinen Bock. Voll. Jetzt fahren wir noch in den Wald? Jetzt fahren wir in den Wald, jetzt fahren wir direkt in den Wald.
Du hast ja schon die Fotos früher gemacht mit der G-Klasse in dieser Asphaltverschränkung. Ja, Wo du gefragt hast, ob die da umkippt. ja. Genau das werden wir jetzt fahren, aber nicht auf so langweiligen Asphalt, sondern im echten Gelände. Im echten Matsch und Schlamm. Oh, das ist Verschränkung. Jawohl. So, Axel und jetzt, Twist. Und jetzt bleibst du mir kurz stehen. Und jetzt werde ich dich von außen darüber lotsen. Ja. Was ist wichtig bei der Verschränkung? Langsam fahren, den Kipppunkt abwarten und die Physik dann, also quasi die Schwerkraft, die Arbeit machen lassen. Arbeiten lassen, Genau. umkippen und das dann weiterfahren. So ist es. Ich werde dich da mal von außen durchschicken. Kannst mal das genau ruhig Fenster das runter, Fenster, ne? so ist es. Bam! Ja, genau. Jetzt ein bisschen nach rechts. Ja, schon. Jawohl. Und gerade. Jawohl. So. Ah, jetzt sind wir genau drin. Oder? Da, ja, ein bisschen, aber da geht noch was. Oh genau. yeah. Sag ich ja, da geht noch was. Boah! Das ist ja erst der erste. Werden Fahr die ruhig schlimmer mal- noch? Ja klar, fahr ruhig weiter. Boah, ist das krank. Jawohl. So. Wie spielerisch der das macht. Ne? Jawohl, jetzt wird er nach vorne kippen und ein bisschen noch und stopp. Jetzt haben wir den perfekten Moment. Jetzt ist zwar das Aussteigen etwas Junge, schwieriger. ist das geil. Boah! Alter, normalerweise nur in München auf der Leopoldstraße. So sieht ein G richtig aus. Er ist eigentlich noch viel zu sauber, oder? Was sagst du, Shifty? Der ist noch zu sauber, aber da werden wir noch definitiv arbeiten, dass wir den noch schmutzig bekommen. Ist das krass. Alter. So. Ach so, du bleibst weiter draußen? Ja, das machen wir noch von draußen. Die Schrägfahrt werde ich auch von draußen moderieren. Ich bin ja nicht wahnsinnig, dass ich mir da reinsetze. Ja, ja, ja. Okay, ciao, Shifty. Ja, das passt schon. Bleib ruhig sitzen. Komm mal hinter Jetzt mir. willst du Komm, schräg Fahrt, oder was? fahr mir mal nach. Wir machen ja was Ernsthaftes mit dir. Ja, okay. 2 oder 3 Sperren? 2 Sperren, jetzt bleibst du noch kurz stehen und jetzt zeige ich dir einen kleinen Trick. Jetzt gehen wir da zum Stern und dann gehen wir auf die Fahrzeugdaten. Weil jetzt wollen wir Nummern sehen. Jetzt wollen wir was sehen? Jetzt wollen wir Zahlen sehen. Zahlen wollen wir jetzt sehen. Und zwar die spannende wird die da, wo aktuell 2 Grad steht. Schauen wir mal, was wir da rausbringen. Alter, das geht nicht. Komm, let's go. Jawohl. Das passt. 29 Da Grad, geht noch was, komm. 30, 31. Genau, Alter! ganz langsam, voll langsam, fahr weiter. Und lass die Räder so eingeschlagen. So eingeschlagen lassen. Ja, kannst ruhig sogar noch mehr nach rechts lenken und langsam. Jawohl, ganz so bitte. Fahr noch weiter. Fahr noch weiter. 34 Grad, So, 35 Grad. 35 Grad. Alter Schwede. Ey, ohne Quatsch. Glaubt nicht, wie sich das anfühlt. Das fühlt sich einfach an, wenn ich ein kleines Nonnenpfürzchen lassen würde, würde das Ding umkippen. Glaubst? Wie nah sind wir jetzt dran an dem Umkippthema? Finden wir es raus. Nein! Hör auf! Oh! Also ich meine, jetzt weiß ich, dass es nicht passieren wird, aber... Alter! Okay, können wir jetzt weiterfahren, bitte? Wenn du möchtest, kannst du gerne weiterfahren. Also da geradeaus nochmal Genau, rechts. vorne dann rechts. Dann fahren wir von Dann der fahren wir Seite. an der Wippe vorbei rechts und jetzt wollen wir mal versuchen, dass wir da ein bisschen an Dreck drauf kriegen. Jetzt fahrst rein und fahrst dann so an dieser linken Grasnarbe entlang rüber Ja. und fahr ruhig langsam, also so an der Grenze des Festfahrens. Jawohl, genau. Genau so ist es. Genau, Ja. und jetzt lenkst voll nach rechts Ja. und jetzt würde ich sagen, wäre der richtige Moment für Kickdown, oder? Kickdown. Ja, bleib schon drauf. Okay. Alter Schwede. Okay, Motorhaube ist jetzt leicht beige. Das klingt gut. Also, wenn ich mir vorstelle, mein bester Kumpel würde mir sowas schenken zum Geburtstag, ich würde ausflippen. Ja, es ist halt, wie du schon gesagt hast, das genaue Gegenteil von eben so zum Beispiel Nordschleife. Also es ist Ja. das genau andere Ende der Skala. Aber Geil. auch geil. Jetzt drehen wir fast einmal zurück. Bleiben wir, würde ich sagen, da vorne stehen. Und dann werden wir einen kurzen Fahrerwechsel machen. Warum? Naja, das hat zum einen versicherungstechnische Gründe und zum anderen möchte man dir Wenn gern... an Bord eines Autos versicherungstechnische Gründe genannt werden, dann wird's
meistens geil. So, Die Also. schnelle Waldrunde. Ich finde, das hört sich... tricky an. Nee, das hört sich angenehm an. Aber warum darf ich die jetzt nicht fahren, sag mal? Ich fahre einfach einmal eine und dann unterhalten wir uns dann noch einmal. Alles klar. Okay? Kann's Gut. losgehen? Ja. Oh! Alter Verwalter! Wow! Ach du Schande! Oh yes! Alles gut Boah, bei dir? ist das geil! Alles gut bei dir? Yes! Alter Schwede, ist das Das ist geil. scheiße, oder? Danke, Mann. Gerne. Das ist richtig, richtig schön. Und das ist auch richtig, richtig schön, dass du das machst in dem Fall. Also es darf, ne, ich darf ja auch nichts anderes, als die Kunden dürfen. Und das ist aber genau richtig, weil das halt eine geile Experience ist. Und das Geile ist, auch wenn du das jetzt gesehen hast, du weißt trotzdem nicht, wie es sich anfühlt. Und ich sage dir, es fühlt sich viel krasser an. Ich glaube, deine Reaktion hat das relativ gut beschrieben. Das ist unter anderem ein Teil der Entwicklungsstrecke, aber unsere Gäste wollen ja natürlich auch einen G63 erleben. Und das wäre dieser On-Road-Bereich, wo unsere Gäste wirklich das Potenzial vom G63 ausprobieren können. Das sieht man da ganz gut. Hier so mit Slalom, Ausweichen, Beschleunigen, Slalom. ganz genau. Und was für viele natürlich ein Highlight ist, die Schleuderplatte. Weil wir haben ja eines der wenigen Fahrzeuge, wo ESP komplett abschaltbar ist. Der fährt jetzt auf der Schleuderplatte. Der fährt jetzt dann mit jedem Fall die Schleuderplatte. Die machen jetzt gerade hier Versicherheitstraining oder was? So schaut's aus. Ja, schauen wir mal, ob wie wir da im Auto haben. Schau, die haben extra auf uns gewartet. Und dann schauen wir mal, was da so geht. Oh, Ja. stark korrigiert. Ja? Mein lieber Shifty, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, kann ich nur zurückgeben, das Kompliment. Wir hatten Airtime, wir hatten quere Momente, wir waren im Wasser, So ist es. wir waren steil bergauf, steil bergab. Danke dir. Hau rein. Ah, die Farbe, Peter, was sagst du? Ja, da ist ein bisschen Wüstensand mit dazu Hab gekommen, ich oder? den jetzt schön lackiert zusammen mit dem Shifty oder nicht? Das sieht sehr ordentlich aus. Ganze Arbeit geleistet. So muss eine G-Klasse aussehen. Du fandest ja von den 3 Varianten, die es gibt, hier hinzukommen, eine am coolsten, nämlich die, wo du mit deiner eigenen G-Klasse Genau. nach Hause Und ich fährst. habe ja Ne? quasi eine Überraschungs-G-Klasse gekauft, Ja, genau. die ich heute bei der Werksauslieferung mitnehmen darf. Genau. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns die mal an, oder? Ja. Ich habe hier so eine tolle Fernbedienung in der Hand. Nein, also jetzt mal ganz wieder die Nachfrage. Das ist das, was passiert, wenn ich eine G-Klasse kaufe und die bei euch abhole. So ist es. Das gehört mit zur Werksabholung. Sesam, öffne dich, oder? Ich flippe. Haben wir ja die ganze Zeit gesagt, dass es meine G-Klasse ist. Ist ja nicht meine G-Klasse, aber darf ich wenigstens eine kleine Runde drehen? Ja, aber sicher. Ja? Ja, dafür steht er hier. Die Kunden fahren raus. Und ich fahre auch raus. Genau. Probehalber. So ist es.